Lieber Toni, danke für die Einladung, hier bei dir zu sein, bei dir und Margot. Ihr wart 13 Jahre in Papua-Neuguinea, gelebt und gearbeitet dort. Und als erstes wollte ich dich immer fragen, was hattest du denn für eine Vorbereitung, wie wurdest du vorbereitet, um nach Neuguinea zu gehen? Ich war 6 Jahre lang im Missionsseminar. Wir wurden vorbereitet an natürlich Neuguinea-Kunde und da waren ja alte Missionare da, auch der Georg Kühlhofer, unser ehemaliger Englischlehrer, auch Metzner zum Beispiel. Es kamen auch immer wieder Missionare im Urlaub, die uns dann berichtet haben. Und die Vorbereitung, denke ich, war sehr gut und angemessen. Und dann 1964, Da war die Ausfahrt mit dem Schiff. Wir fuhren also mit dem italienischen Schiff, der Marconi, ein Schnelldienst, ein Auswandererschiff, nagelneu, etwa 1500 Passagiere, von Genua ab über Alexandria durchs Rote Meer nach Aden. Und dann ging es von Aden aus 9 Tage quer durch den Ozean bis Fremantle und von dort an der Küste entlang bis Sydney. Insgesamt dauerte die Fahrt 23 Tage. Und in der gleichen Nacht, wir kamen früh in Sydney an, flogen wir noch nach Port Moresby und von dort weiter nach Lae. und von Lae ist er. Und dann hat er uns dort abgesetzt und flog weiter nach Barnes, glaube ich. Gut, wir stiegen aus, Wilhelm und Luise war da und schon währenddem wir hinauffuhren im Land Rover, sagte Wilhelm zu mir, wir wollen jetzt gut zueinander sagen, wir haben sicherlich die nächste Zeit einiges miteinander zu tun. Und ein paar Sätze später sagte er, morgen fangen wir mit Kotte an. Gut, dann haben wir uns eingerichtet und ein Schmankerl muss ich noch loswerden. Wir hatten also EGA 1, wie Wilhelm wohnte, EGA 2, wie wir wohnten, ringsum mit Veranda. Und als ich ins Haus gehe und als wir dann ins erste Zimmer gehen, stoße ich mir den Kopf am Türbalken an. Hatte Wilhelm gesehen, hat er gelacht, schau her, hat sich drunter gestellt, war glaube ich 1,80 Meter groß. Schau, ich war damals der Größte in der Mission und ich passe da drunter. Es kam bei mir so an, als würde ich sagen, ja, wenn du Trottel 1,86 bist, dann geschieht dir gescheit recht, wenn es deinen Kopf anstößt und dich nicht vorher duckst. Aber das war so typisch Wilhelm und auch noch typisch für ihn. Wir hatten ja abends diesen Generator, der von 6 bis 10 Uhr ging. Und auch wenn Gäste da waren, auch wenn er Besuch hatte und wir oben waren bei ihm, dann sagte er immer so, ja, ich gebe euch noch 10 Minuten Zeit. Dann wusste man schon, da machte die Power aus und 10 Minuten später war es dunkel, ohne Rücksicht auf Verluste. Jetzt noch zur Klärung, was war EGA und was bedeutet Kotte, was du da gelernt hast? Damals, zu der Zeit, gab es die 3 Kirchensprachen Kotte, mit der auch das Hochland missioniert wurde. Es gab Kraket in Lae südlich und es gab Well oder Kraket, also in Madang, und es gab Yabim im Süden von Lae. Das sind ja alles Sprachen von der Küste. Kotte war ja Kotte war, ja, ist aber eine papuanische Sprache, keine melanesische, und die Evangelisten, die damals schon 1928 mit dem Wilhelm Bergmann nach Eger kamen, die konnten alle Kotte. Wenn ich Kotte gelernt habe, was ich ja getan habe, dann konnte ich mit allen Lehrern, Evangelisten und Pastoren auf Kotte sprechen. Eger war mehr oder weniger die Station, die Wilhelm Bergmann 1934 gegründet hat, mit Schule und alles, was er aufgebaut hatte, Lehrershäuser, eben wie gesagt 2 Wohnhäuser. Und der Egerbezirk, in dem ich dann ein Jahr später auf der
Videokonferenz übertragen bekommen habe, der war so sagen wir mal so 50 Kilometer lang und 30 Kilometer breit. Ein riesiges Gebiet, 15.000 lutherisch, 15.000 katholisch, 15.000 Heiden, also Ungetaufte, wie man damals sagt. Und das ist im Hochland von Neuguinea, eigentlich ganz im Herzen des Hochlandes, oder? Im Herzen Chimbu, ja, im Hochland 1500 Meter hoch. Und wir haben also sage und schreibe am nächsten Tag mit Kotti angefangen. Jeden Tag 1 bis 2 Stunden. Ich hatte natürlich Zeit, mich in die Sprache zu vertiefen. Meine Frau, frisch verheiratet, die war natürlich drauf und dran, überhaupt mal einen Haushalt in Gang zu bringen. Und nach einem Jahr hat er mich dann zu einem Einheimischen geschickt, einem Kottemann, und so dann die Bibelschule gehen. Und da habe ich dann auch die Sprachprüfung gemacht. Musste man machen. Jeder von uns in einer der Kirchensprachen muss dann auch was schreiben. Habe ich, glaube ich, damals über den Pastor Eli geschrieben und man musste sprechen oder Gottesdienst halten. Da war er mit dabei. Ich habe dann auf Kotte gepredigt in der Eger Stationskirche, was dann noch übersetzt wurde. Und nach einem Jahr, wie dann alles soweit war, dann habe ich ihm gesagt, ja, ich würde gern Kuhmann lernen. Wenn der Wilhelm mitbekommen hat, dass einer Kotte lernen will oder gar Kuhmann, dann hat er gestrahlt und war glücklich und froh. Und dann habe ich jeden Tag bei ihm Kuhmann gelernt, was er selber erforscht hat, die Sprache der Kamanugu. Und eine ganze Weile, einige Monate, er hat ja auch schon einiges übersetzt gehabt, die biblischen Geschichten, die wir erst in Kotte lasen, dann in Kuhmann und anderes. Und etwa nach einem halben Jahr sagt er zu mir so, Ende, jetzt gehst du zu den Einheimischen und die sollen dir den Rest beibringen. Das meiste Kuhmann habe ich dann gelernt, fast so, wie es die Neuguinea lernen, auf meinen Trips durch den Egerbezirk war ich immer in Begleitung und da waren auch andere dabei und da haben wir zum Teil Kotte gesprochen und sie haben mir dann zum Teil Kuhmann beigebracht noch, was ich konnte dann und da habe ich eigentlich das meiste gelernt, so indem ich zugehört habe, sie mich gefragt haben oder dann auf Kotte übersetzt und rückübersetzt. Und es kam dann so weit, dass ich in den reinen Kuhmann-Sprachgebieten, wenn man dann in ein Dorf kam, auch dann in der Kirche ein paar Sätze sagen konnte über den Bibeltext. Und habe natürlich dann auch in der Kirche in Eger oben auf Kuhmann gepredigt. Als nach einem Jahr ich die Gemeindearbeit übernommen habe, da kamen etliche, hatten ein Problem, kamen zum Wilhelm. Er hat sich das in Ruhe angehört und hat gesagt, also gut, da drüben wohnt jetzt euer Missionar, jetzt geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Und das ist ein paar Mal passiert und dann Wilhelm hat sich rausgehalten, hat auf mich verwiesen. Er war auch immer bereit, wenn ich eine Frage hatte, zu ihm rauf ins Büro ging, er hat alles weggelegt. Und wenn wir so manchmal abends mit ihm zusammensaßen, wenn er angefangen hat über Neuguinea und über die Reisen zuerst ins Hochland und so weiter, da hat er fast die Zeit vergessen. Ich war dann auch zum Teil mit ihm beschäftigt, mit Kuhmann und habe mal einiges gezeigt. Er hatte dann auch Sprachgehilfen, also Leute, die ihm geholfen haben. Aber es gab da nie Schwierigkeiten mit der Zusammenarbeit und später, wenn unser Erster, der Martin, da draufkam, da hat er ihn mit Bonbon vollgestopft und das war überhaupt kein Problem. Auch die Einheimischen übrigens, die Kinder, auch in Gewamugi, wenn die da auf der Station rumgestromert sind, ich hatte den Eindruck, da hat immer einer irgendwie ein Auge auf die gehabt.
um notfalls einzugreifen, falls ihnen was passiert. Er war nach wie vor sehr bereit, Dinge zu erzählen aus seiner Sicht, ohne jemanden zu beschuldigen, ohne zu sagen, ja, also ich weiß das besser, sondern einfach erzählt, wie er sieht und hat seine Meinung geäußert, aber ganz normal, in keiner Weise streitsüchtig oder rechthaberisch. Als ihm die Ehrendoktorwürde verliehen werden sollte und ich gebeten wurde, etwas über ihn zu schreiben, da habe ich etwas verfasst mit dem Titel Er gebraucht die Sprache, das ist die Hauptsache. Eine Würdigung der völkerkundlichen und sprachwissenschaftlichen Arbeit von Missionar Wilhelm Bergmann. Das war 1985. Er hat ja mehr oder weniger die Sprache erforscht. Es gab keine Schrift, es gab nur einige Wegzeichen, so eine Art Vorboten. Und er hat dann alles aufgeschrieben und ein Wörterbuch verfasst und hat dann auch später angefangen, die biblischen Geschichten und so weiter zu übersetzen. Er hat ja dann etliche Missionare, die waren ein paar Wochen, ein paar Monate auf der Station, haben bei ihm Kotte gelernt. Und wenn er etwas schreiben musste zu der Sprachprüfung, die ihr ablegen mussten, dann hat oft einmal der Satz gelautet, höchst gelobt von ihm, er gebraucht die Sprache. Das ist die Hauptsache. Und das war so mehr oder weniger sein Markenzeichen. Ich weiß, ich habe ganz am Anfang, wie ich Kotte gelernt habe, dann habe ich viel natürlich im Kotte Neuen Testament gelesen und überhaupt einmal zu wissen, ja, wie muss man was ausdrücken. Und da war dann ein Kottemann da, mal, den kannte ich, und den habe ich dann meine Predigt so Satz für Satz vorgelesen und dann kam einmal so der Satz, Arno Tutsi, Kitnopove. Und da hat er aufgeschrien, Kitnopove. Naja, wenn man den Unterschied kennt, Kitnopove heißt, er hat uns gebissen und Kitnopove heißt, er hat uns erlöst. Da hat er also sofort aufgeschrien. Aber am Ende sagt er dann zu mir bei der Predigt, da hat dir Gott geholfen. Da hast du ja den Wilhelm Bergmann ganz gut kennenlernen können. Ne? Ja, ja. Wilhelm Bergmann war ja einer der ersten, war eigentlich der erste überhaupt, der ins Hochland ging. Der hat ja da verschiedene Stationen, glaube ich. Ja, der hat allein im Chimbu, glaube ich, Nomane, Onkolai, Kogel, etliche Stationen gegründet, auch im westlichen Hochland. Aber er hat dann nach der Gründung EGAS 1934 blieb er in EGA, bis er 1968 das Land verließ. Zu deiner Zeit, wie viele Leute waren da im Chimbu als Missionare von Übersee? Im Chimbu, es waren Deutsche in Nomane, Erich Heumüller, Klaus Walz in Unkelei, dann Juncker in Kugel, später Karl Lippmann. Kerawagi war Bertolt Hager, wir waren in Eger. Karifat, da war ein Amerikaner, Monono, der Distriktsmissionar, Popüder war auch Amerikaner. Wenn man zusammenzählt, mehr als 10 waren es wohl nicht. Das Nein. wird wohl für die vielen tausenden Menschen, die im Hochland gelebt haben oder im Chimbu gelebt haben, nicht genug gewesen. Wie viele Evangelisten oder Pfarrer, neuguineische Mitarbeiter gab es da im Chimbu insgesamt, wenn man das sagt? Also ich weiß jetzt nur von Eger, vom Eger Gemeindebezirk. Ich habe es auch namentlich aufgeschrieben. Ich glaube, das waren 10 oder 12 Pastoren und so 40, 50 Evangelisten. Der Wilhelm Bergmann hat ihn Gehilfen genannt und danach noch etliche Lehrer. Der war ja auch bekannt, glaube ich, als großer Gärtner vorhin, oder? Er war ja ursprünglich Landwirt gewesen, in Norddeutschland, ganz oben im Norden. Hatte Kühe, hatte Schweine, hatte Hühner.
hatte Garten, hatte Landwirtschaft, der war mehr oder weniger Selbstversorgung. Er hat dann sehr bald Mandarinen angepflanzt in Eger und die waren köstlich. Und er hat irgendwie herausgefunden, als Landwirt, der er war, trotz dessen, dass in Neuguinea ja keinen Winter gibt und keine Kälte, konnte er Mandarinenbäume pflanzen, die standen auf der ganzen Station und hat auch immer wieder mal was anderes gebracht zum Versuchen. Hatten Eier und hatten Milch und anderes haben wir ihm dann bestellt über das Supplyhaus in Madame. Aber Wilhelm mit seiner Frau, die waren mehr oder weniger vor unserer Ankunft Selbstversorger gewesen. Dann hatten die da auch noch größere Viecher. Ja, Schweine, Kühe, Rinder, ja. Hat auch immer wieder mal eins geschossen und selber geschlachtet. Die Einheimischen wollten natürlich auch von ihm mal einen Bullen oder einen Kuh kaufen, was dann manchmal gelungen ist, aber an und für sich wollte das weniger tun. Er hat dann bloß immer gesagt, ja, warum noch nicht? Damit ihr die Kuh umbringt und auffresst. Nein, so man kann auch nur, ja, wir werden darauf Obacht geben und so weiterhin, aber er ist dann doch ziemlich schnell im Kochtopf gelandet. Dass er auch in Kundiava immer auch Gottesdienste für die weißen Mitbewohner gehalten hat. Ja, da wurde ich dann auch mit eingebunden. Ich habe sogar Religionsunterricht gegeben bei einigen australischen Kindern einmal in der Woche und habe dann auch Sonntag früh, da war ein englischer Gottesdienst und da habe ich etliche Male dort auf Englisch gepredigt, halt abwechselnd. Einmal er, einmal ich. Einige Jahre. Lieber Toni, ich möchte dir ganz herzlich danken für deine Erinnerungen an Wilhelm Bergmann und deine Arbeit im Chimbo-Distrikt.